Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Getter Programmieren Tutorials. Falls ihr Teil 1 versäumt habt, blende ich euch jetzt in der rechten oberen Ecke den Link dazu ein. Und los geht's! Mask legt fest, ob die Wiedergabe eines anderen Steps während der Effektwiedergabe überlappen soll oder nicht. Wenn man Size oder Hold erhöht, um die Wiedergabezeit des Effekts zu verlängern und man nicht will, dass die Wiedergabe eines anderen Steps überlappen soll, kann man dies einschalten, sodass der Step, dessen Timing überlappt, stumm geschalten wird. Allerdings wird der Step, für den diese Funktion eingeschalten ist, selbst nicht stumm geschalten. Okay, die restlichen Einstellungen gehen wir im Scatter-Pad-Menü durch, da sie, wie schon erwähnt, bis auf den Reiter Settings deckungsgleich sind. Man kann ein Scatter-Pad mit gehaltener Clear-Taste und Druck auf das entsprechende Pad zurücksetzen bzw. dessen Einstellungen löschen. Nehmen wir einfach gleich mal das hier. Blau ist die Ursprungsfarbe. Kommen wir nun zu den Einstellungen. Im Reiter Settings können wir mit Color die Farbe der Pads ändern. Mask habe ich vorher schon erläutert. Bei Press Assign können die Werte von Level, Pitch Bend und Retrigger in einem Bereich von 0 bis 100% geändert werden, je nachdem, wie stark das Pad gedrückt wird. Das heißt, das Pad verhält sich dann anschlagdynamisch oder der Effekt verhält sich dann anschlagdynamisch. Mit Position kann man jedem Pad einen eigenen Einschleifpunkt zuweisen. Das sind die gleichen wie vorher. Das heißt, wir können zum Beispiel Pad 9 Track 3 zuweisen und oder Pad 3 dem External Input und so weiter. Als nächstes haben wir Reverse. Size legt den Bereich der Steps fest, auf die der Effekt angewendet wird. Mute schaltet den Song bei Effektwiedergabe stumm. Reverse schaltet den Effekt ein und aus. Die Wellenform auf der rechten Seite zeigt uns an welchen Stellen des Loops die Samples entnommen werden, die für den Effekt herangezogen werden. Rechts daneben befindet sich Retrigger. Als ersten Menüpunkt haben wir Retrigger. Dieser spielt Steps des Songs wiederholt für die angegebene Anzahl von Wiederholungen ab. Retrigger Glide wendet eine schrittweise Änderung des Gangs an, der durch den Retrigger festgelegt wird. Dies ist sinnvoll, wenn sich der Glitch-Effekt mit der Zeit verändern soll. Man kann die Veränderung auch über eine längere Zeit erzeugen, indem man Hold erhöht. Hold gibt wiederholt den durch Size angegebenen Bereich von Steps wieder. Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, wird die Wiedergabe bis zum Ende der verfügbaren Steps fortgesetzt. Die Wellenformanzeige beinhaltet dieselben Informationen wie bei Reverse. Kommen wir nun zu Pitch. Pitch chromatisch ändert die Tonhöhe in Halbtonschritten. Pitch Fine ändert die Tonhöhe in Cents. Pitch Bend variiert die Tonhöhe über einen weiten Bereich. Pitch Glide wendet eine stufenlose Änderung der Tonhöhe an. Als nächstes haben wir Pan. Pan legt die Position im Stereopanorama fest. Pan Glide lässt uns die Geschwindigkeit des automatischen Pannings justieren. Level lässt uns die Lautstärke ändern. Level Glide ändert die Lautstärke schrittweise in Abhängigkeit von Level. FX Send ist der nächste Reiter. Hier können wir den Scatter anteilsmäßig an MFX1, MFX2 und den FX Send senden. Wenn ihr wissen wollt, wie man den FX Send verwendet bzw. zuweist, schaut euch doch gerne das Tutorial Send und Return an, das ich euch zum Schluss eingeblendet habe. Mit Dry kann man das Verhältnis zwischen trockenen Signal und Effekt einstellen. Als vorletzten Punkt haben wir Envelope. Attack Time gibt die Geschwindigkeit an, mit der die Lautstärke schrittweise erhöht wird, wenn der Effekt beginnt bzw. angewendet wird. Die Say Time legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Lautstärke schrittweise verringert wird, wenn der Effekt aufhört. In einigen Fällen kann eine extrem hohe Einstellung von Delay Time sich mit der Funktion Attack Time überschneiden, was zur Stille führen kann. Und zu guter Letzt fehlt noch Grain. Dieser Effekt wiederholt einen Step nach dem im Set-Menü bei Scale eingestellten Timing. Mit dem Regler Grain kann man dessen Position auswählen. Die Position wird bei eingeschalteten Pad auf der rechten Seite auf der Wellenform angezeigt. Quantize legt die Wiederholungen nach Loslassen des Pads fest. Jeder Menüpunkt kann bei gehaltener Clear-Taste und Druck auf dem entsprechenden Encoder C1 bis C4 zurückgesetzt werden. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Für diejenigen, die mich persönlich und den Kanal unterstützen wollen, habe ich einen PayPal-Spenden-Button sowie Amazon Affiliate-Links in die Videobeschreibung hinzugefügt. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. See you!